Und was holen wir? Haben wir eine Liste, oder? Butter, Öl, Kräuterbutter, Paprika. So, jetzt sind wir nochmal Handschuhe einkaufen. Das sind die wir wollen. Wie lange? Eine halbe Stunde laufen, oder? Es ist... Oh. Shit. Genug gesehen? Es ist nicht nach Plan gelaufen. Ja, gar nicht. Sehr, sehr wenig nach Plan. Es war das härteste Camping bisher. So, jetzt muss ich mich nur noch anziehen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Tricks zum Anziehen. Und zwar nennt man das Layering, das heißt Beschichtung. Man kann nicht eine Sache anziehen und man kann erwarten, dass es einen warm hält, sondern man muss beschichten. Wie funktioniert das genau? Erste Schicht ist immer, was schnell Flüssigkeit zieht und schnell ab. Zweite Schicht ist etwas, was warm hält. Und jetzt haben wir die Schichten. Die dritte Schicht ist, dass wir uns vor Wind schützen. Beispielsweise, das wäre eine Jacke, was Windschutz hat. Ganz normale Jacke, das darf auch gepolstert sein, aber das darf halt kein Wind durchgehen. Wenn ihr pustet, dass da nichts durchgeht. Das wäre zum Beispiel keine gute Jacke, weil es ist halt aus Baumwolle wahrscheinlich, aber da geht halt was durch. Ihr könnt es immer so testen, indem ihr es hält und dann pustet. Wenn es da durchgeht, auf jeden Fall nicht so gut. Vergessen zu erwähnen, die Hose ist jetzt nicht so wichtig, dass man die erste Schicht mit Polyester oder so hat. Kannst machen, was du willst, da schwitzt man auch meistens nicht. Guck mal Leute, was für einen Gürtel ich gefunden habe. Den kannst du einfach so ziehen und dann einfach irgendwo ansetzen, wo du willst, drücken. Ohne Loch. Cooles Ding, ist auch flexibel irgendwie. And here we are, ready. Und so sieht es dann am Ende aus. Die Tasche ist vollgepackt. Ich denke, die wiegt circa, die ist echt schwerer geworden, als ich gedacht habe, aber wahrscheinlich so 25 Kilo, denke ich. Schauen wir mal. Oh. Okay. Das war über 20 Kilo, habe ich schon gesehen. Ich wiege 75. Das heißt 25 Kilo. Fettes Teil. So, jetzt fahre ich hier los und habe mein Backpack auch dabei. Jetzt gucke ich mal, wie ich die Kamera hier montiere, dass ich ein paar Aufnahmen hierfür bekomme. Let's go! Jetzt müssen wir einmal winken für den Bre. Auf mein Kommando. 1, 2, 2,5 und 3. Er hat uns nicht gesehen. So, jetzt gehen wir einkaufen mit den Jungs. Essen, dies, das. Dann sehen wir uns wieder. So, schauen wir mal, was wir jetzt holen. Und was holen wir? Haben wir eine Liste, oder? Ja, wir haben eine Liste gemacht. Butter, Öl, Kräuterbutter, Paprika, Kekik. So ein paar Sachen halt, die wir noch brauchen. Ey, die brauchen doch Nudeln, oder nicht? Wir essen keine Nudeln, wir essen nur Fleisch. Als ob. Nur Fleisch. So, jetzt sind wir nochmal Handschuhe einkaufen. Und dafür sind wir in so einem Arbeitsladen. Weil hier anscheinend gute Arbeitsschuhe gibt. Also hier sind auf jeden Fall so richtig geile Handschuhe. Zwar Arbeitshandschuhe, aber die funktionieren auch gut. Das sind die wir wollen. Und die kosten halt 7 Euro, 8 Euro. Zeig mal, Bro, wie das aussieht. Oh, das ist komplett Gummi, erstens wasserdicht bis hier vorne. Ja. Und dann ist innen komplett So gefliest. geil. Ja. Und das nur für 8 Euro. Dick und halt auch luftig. Und diese Gummierung, so, das haftet auch. Ja. Da kann man gut anpacken. Das ist jetzt unsere Beute. Zack, zack, zack. Fleisch haben wir noch hier. Noch mehr Fleisch. Boah, ich habe jetzt schon Hunger. Sag ehrlich. Ja, hier ist der Gürtel. Digga. Geiles Messer. Sieht stabil aus. Digga. Ah, der hat noch so ein Feuerteil. Willst du das mal probieren? Geil. Kommt es nicht auf mich, Digga? Oh, yo. Heftig. Ja, Mann. Krass.
Zeig mal dein Outfit of the Day, was hast du an? Also ich habe mich gezwiebelt auf jeden Fall. Ich habe eine Thermounterwäsche an, ein T-Shirt, ein Pulli, dann eine Jacke, dann noch Wechselklamotten. Die gleiche Hose wie du anhast. Nice, Digga. Dann habe ich noch, was ist das noch? Eine Marke? Timberlands, glaube ich, oder? Timberlands. Ich glaube, das reicht. Outfit of the Day. Karl Lagerfeld, Digga. Karl Lagerfeld. Drunter Funktionsshirt, hier Funktionsshirt. Das ist eben so ein Sportshirt. Jacke von Revolution Race, keine Werbung. Und Schuhe sind speziell. Schuhe von Vivo Barefoot. Was haben wir bei dir? Die haben hier auch einen Karl Lagerfeld. Digga, noch einer. Dann habe ich auch ein Merino-Wolle Unterhemd. Und auch eine Strumpfhose. Und dann Kannst du mal korrekt. Also Jungs, Let's go. Und Obertasche. Tasche. Lola-Schuhe, Ja, die sind auch gut, ja? der ist aber jetzt schon ordentlich voll. Gut, dass wir einen Kombi haben. Wir sind jetzt angekommen. Wir haben aber ein kleines Problem. Gewitter. Das wird anders. Schlimm. Wir sind noch nicht draußen. Wir haben irgendwie keinen Bock rauszugehen. Aber wir müssen langsam rausgehen. Also, wir sind jetzt ready. Wir gehen los. Ich hoffe, man hört mich. Das wird wild! Yo! Holz suchen. Ja, Mann. Ich freue mich schon auf die Herausforderung, bei dem Regen jetzt ein Feuer zu machen. Ja, Mann. Wir müssen halt trockenes Holz jetzt finden Das finden wir schon. und dann versuchen überhaupt anzubekommen. Vor allem mit dem Feuerstein, das du hast vielleicht, ne? Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir schon nicht zu. Wenn auf dem Weg was finden, können wir ja gleich sehen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch circa, wie lange? Eine halbe Stunde laufen, oder? Halbe Stunde. Mindestens. Mindestens. Guck mal, was da steht. Buchenegger, Bro, noch länger. Ah ne, halbe Stunde tatsächlich, ja. Halbe Stunde. Da wird Gas gewusst, dass die Schuhe nicht wasserdicht. Nicht wasserdicht? Oh shit. Wir kommen näher. 700 Meter noch bis zu Wasserfall. Ich habe euch jetzt gesagt, wo wir hin sind. Wir sind bei den Wasserfällen. Genau. Habt ihr auch ungefähr gesehen, wo wir hingehen. Ja. Ja, die Jungs. Er ist glücklich, ja. Er ist eine Maschine und glücklich. Wir wechseln uns immer wieder ab mit dem Zelt. Das könnten wir nicht dran montieren irgendwo. Aber ja. Es wird langsam steil hier. Könnt ihr das Wind hören? Ich weiß es gar nicht, aber es geht ab hier. Sehr viel Regen. Guck mal, die kleinen Tasche. Die ist schon komplett nass. Komplett. Hoff mal, dass es von innen nass ist. Hoffentlich, dass sein Schlafsack noch funktioniert. Weil die ist wirklich durchnass. Ich glaube nicht, dass die wasserdicht ist. Kannst du mich mal filmen? Guck mal, wie es bei mir aussieht. Und ja, mit so einem Schutz wird das halt ganz nicht nass. Hier ist so ein Abgrund. Aber Leute, wieder in der Natur zu sein, mit diesem steinigen Boden, in dem Wald. Hier kommt nicht jeder hin. Hier hat man seine Ruhe. Ich glaub, die Bank, Das ist ja tatsächlich eine Abkürzung. ich glaube, die Bank, die du meinst, die ist weiter unten. Meinst Das du? ist schon die, wo wir hier oben gesucht haben. Hier war voll hoch Gras. Diese Bank, die Übung. Die müssen da runter. Die haben wir doch gesucht, aber überall voll viel Gras. Dann sind wir weiter hinter gelaufen. Hier rechts, Geht's? gell? Let's go. Jetzt kann man über den Wasserfall dahin, aber das geht auch nicht. Also, Wir müssen hier lang. Erstmal da unten auf die Bank hinaus. Jetzt müssen wir hier lang. ey Jungs. Sicher da lang? Ja, ja, hier. Okay.
Na gut. Digga, einfach Schnee jetzt. Aufpassen, Jungs. Wuhu. Bro. Wie so ein Schwamm. Wir spannen jetzt eine Ecke da hoch, eine Ecke hier hoch, eine da rüber und eine hier runter. Okay, let's go. So Leute, jetzt suchen wir das Holz, um uns halt Essen zu machen und sowas. Wir haben uns jetzt improvisatorisch mal hier was aufgebaut, dass die Sachen hier nicht nass werden, und hier wird auch schon Holz gesammelt. Und hier ist unser Feuerplatz. 1, 2, 3. Perfekt. Passt, oder? Ja, ist am besten. Oh, das Zelt sieht auch schon mal gut aus. Ey, meine Brille, die schlägt die ganze Zeit. Warte. Lass dir ein bisschen hierher hoch. Meinst du, das funktioniert jetzt mit dem? War nass. Wow. Wird's das, oder? Das ist ja noch vom Regen geschützt, weißt Ja. Ach, quasi, dass du mit dem Grünzeug das ganze Regen geschützt hast, oder was? du? Ja, dass da mal die Blutentwicklung kommt, nicht? Macht Sinn, ja. Es ist, es ist der schwierigste Campingtag, beziehungsweise der schwierigste Aufbau vom Campingtag, das ich erlebt habe jetzt, bei dem Regen, bei der Kälte. Also das Feuer hat nicht funktioniert, aber was haben wir gemacht? Wir haben, so eine Plane haben wir gespannt, weil das Feuer hat irgendwie nicht gebrannt. Jetzt haben wir nee. Bu ne lan? Bu ne? Ah. So, jetzt läuft das Feuer auch ein bisschen, ne? Digga, was hat der für ein... Was hat da? Bro, was ist das? Damn! Der Bruder hat einfach einen Teleskopblasstock. God damn! Was ist das für ein Teil? Hier kommt Benzin rein. Dann pumpt man es so. Und dann geht das Benzin so quasi so hier hoch mit der Pumpe und wird dann vom Feuer selber zu Gas gemacht. Weil es halt hier mal durchgeht und weil es halt kocht, wird es quasi wie so ein Gasding, ne? Ali bläst alles zu mir.
und ich sterbe. Jetzt kommt wieder zu mir. Hat funktioniert. Wieso? Oh, sein Arsch dampft auf jeden Fall. Wow, hier dampft es anders. Was hast du hier gemacht? Erzähl mal. Ja, die Dinger hier. Isomatten. Aber ey, wenn ich hier drauf drücke, dann kommt Feuchtigkeit durch. Aber nicht wenig. Okay. Viel ja nicht. Ich hoffe mal dadurch, dass sich Gewicht da ein bisschen verteilt, dass nicht mehr so viel rauskommt. Und wir haben ja auch Tarp gespannt darunter. Okay. Aber sieht nicht gut aus. Das ist von wem? Das ist von mir. Das ist von dir. Das ist von wem? Das ist von Ali. Das ist von mir. Der ist von Digga, warum ist meins so klein? Du hast mir einen klein bestellt. Du hast mir gesagt, ich soll den bestellen, Digga. Hast du genau den bestellt? Ja? Ich dachte, du schaust noch mal drauf. Ja, der hat zwar von der Maße gepasst, aber hättest mir schon sagen können, der kann größer werden, dass ich da ein bisschen mehr Luxus habe, du weißt? Ja, Jungs, das Ding hat 180, glaube ich, gekostet oder 120 oder so, ne? 120. Ja, normalerweise kostet der halt mehr, aber wir haben den halt jetzt gebraucht gekauft. Aber das Gute ist, ich bewege mich sowieso beim Schlafen nicht. Ja, da ist gut. Der ist schon echt mini, Digga. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Wie Mutter jetzt so nebendran, so neben L liegt. Bro, ich wusste das nicht, dass du so klein bist. Ihr seht jetzt gerade keine Zeit, aber wir sind seit mindestens 2 Stunden am Feuer dran. Wir haben jetzt schon 22 Uhr irgendwas. Ja. Geh weg, morgen kommt Regen. Ihr lauft darüber. Dieses Scheißfeuer ist so nass. Die wechseln uns die ganze Zeit ab, jeder mal ein bisschen. Sehr lange. Es regnet so stark, dass wir unter einer Plane sozusagen sind. Hier. Alle sind plitschnass, wir haben noch nichts gegessen. Aber nächstes machen wir jetzt hier ein bisschen Wasser, um die Eier gleich zu kochen. Die Eier sind dann hier. Ja, Mann. Und ja, das Feuer hat uns auseinandergenommen. Wir haben Holz gesägt, Holz gefunden. Jetzt haben wir mal dieses Gusseisen. Wir haben das Gusseisen jetzt nochmal neben dran gelegt. Da ist halt Fleisch drin. Ali A. Gib Ihr seht mich nie im Action, weil ich immer dann arbeite, wenn ich nicht filme. Von daher, es ist nicht nach Plan gelaufen. So gar nicht. Sehr, sehr wenig nach Plan. Es war das härteste Camping bisher. Nicht war, ist. Ist ja. Boah, Das ist auf jeden Fall anstrengend. sehr, Digga. Weißt du, wie du aussiehst gerade? Weißt du das nicht, oder? Wie so diese erfolgreichen Minenarbeiter. Kennst du die so ganz Tag arbeiten und dann ihre 5000 Euro ausziehen? Oh, nice Idee, Digga. Vielleicht sagst du ja schon, ich weiß nicht. Komm, Bro. Nebenbei haben wir hier das Fleisch ein bisschen angebrutzelt. Alles amateurhaft, aber egal. Was sollen wir machen, Jungs? Was sollen wir machen? Was passiert hier? Gourmetkoch. Gourmetkoch. Wow. Gut, Digga. Sehr gut, Digga. Eine Stunde später sind wir hier. Ist für Fahrt das hier, oder? Bro, ja, scheißegal. Soll ich abmachen, oder? Mhm. Olmuş. Was macht eigentlich das Wasser? Kocht wahrscheinlich. Wir haben es noch ungefähr hinbekommen. Uraniumtee zu machen, nein Spaß. Waldmeistertee. Mit viel Zucker. Alle sind am Umziehen. Ich habe mich jetzt natürlich auch umgezogen. Schön eingepackt auf jeden Fall. Und ich habe meinen Tee. Und jetzt schlafen wir. Also was wir gemacht haben ist, wir haben einfach gegessen.
Ihr habt gesehen, wie wir gegessen haben. Und ja, jetzt trinken wir unseren Tee, essen ein paar Süßigkeiten. Und dann gehen wir schlafen und gucken, was morgen abgeht. Ist auf jeden Fall gar nicht geplant. Also ist nicht nach Plan angelaufen. Wir sind alle komplett nass. Ich finde, es ist eine Erfahrung nicht wert. Nein, aber Meinst es du, schon, oder? Nein, es macht schon Spaß. Du bist die ganze Zeit am Kämpfen, finde ich. Also alles, was du machst, ist voll schwer. Alles voll hart. Aber es geht schon. Ja, Also, aber würde wenn ich auch man sagen. macht, kriegt man schon das, was man will dann, weißt du, im Endeffekt. Ja, ein wilder Tag gewesen auf jeden Fall. Okay. Ich fand schon geil, die Erfahrung zu machen. Aber wir hätten noch viel mehr machen können, wenn wir Ja, geistig eigentlich auch dabei geblieben wären. Eigentlich schon, Aber klar, irgendwann kriegt man zusammen. Ich habe auch schon jetzt richtig Rückenschmerzen. Aber ich fand's geil. kaputt. Ja. Aber guck, jetzt haben wir es kuschelig warm. Ist so. Das ist auch ein Luxus. Verstehst du? Ja. Aber hätten wir es auch nicht haben. Ja. Deswegen müssen wir dankbar sein. Das ist so Ja, ein Mann. Schluss. Guck mal, was der Tag uns noch bringt. Was der Tag morgen sagt. Ja, Ist so, ja. Also, wir sind jetzt alle aufgewacht. Ganz nasches Wir sind alle irgendwie teilweise ein bisschen nass. Die Schuhe sind halt komplett nass, deswegen können wir jetzt nicht mehr weitermachen. Weil die sind komplett durch. Ist jetzt nicht so, dass die feucht sind, sondern die sind wirklich nass. Das heißt, wir wollten ja noch eine Nacht hier bleiben. Geht aber nichts. Es regnet auch hier so ein bisschen rein, wenn man das so macht. Es tropft hier so rein. Also wir haben uns, das Logischste, was wir machen können, ist jetzt wirklich hier wegzugehen. Wir können nicht weitermachen. Die Schuhe sind nass, alles ist komplett nass, obwohl wir Regensachen haben. Weil es war ja ein Sturm gestern, ne? Das war ja Extremwettergefahr. Also Freunde, ich gehe jetzt raus. Jetzt könnt ihr mal sehen, wo wir eigentlich waren. Bam! Der Fluss war gestern eigentlich viel aggressiver. Ja, hier ist der aggressive Teil, okay. Ja, der war irgendwie teilweise schon aggressiver, ne? Ja. Guck mal, wie das aussieht. Ja, Mann. Jetzt ist unser Plan, dass wir die ganzen Sachen erstmal aufräumen. Das war so unsere Feuerstelle gestern, wo ihr das gesehen habt, wo wir das ganze Feuer versucht haben zu machen. Es war so schwierig und es war hier dieser Tarp, wo wir den Tarp gespannt haben, es war hier. Fatih hat es gerade abgebaut. Wo haben wir das ganze Holz gesammelt? Da haben wir Holz gesammelt. Dann waren wir oben. Da ist einer, Digga. Wer ist das? Da ist einer. Servus. Oh mein Gott, ich dachte schon, Digga. Gute. Keine Ahnung, was er sich dabei denkt auf jeden Fall, aber... Ja. So, Regel Nummer 1 ist, den Campingplatz immer so lassen, wie man auch gekommen ist. Der Stock hier zum Beispiel war ja nicht hier. Den tun wir wieder auf den gleichen Platz. Weil er hat ja keinen produktiven Nutzen für andere Leute. Der schon. Den könnte man ja so lassen. Ich zeige euch noch eine der letzten Szenen, wahrscheinlich noch eine kleine Überraschung, wie das dann ganz aussieht. Weil dieser Fluss führt zu so einem kleinen Wasserfall. Das kann ich euch dann auch noch mal zeigen. Ich habe hier noch Dings dabei. In so einem Glasbehälter. Ashwagandha und Maca-Pulver. Das gebe ich mir jetzt zum Frühstück, weil wir haben jetzt nicht so viel Zeit, Frühstück zu machen. Wie gesagt, wir haben uns hier umentschieden. Das mache ich ganz einfach, indem ich das ein bisschen da reinkippe und dann mit Wasser reinspüle. So. Bam. So, und dann ein bisschen Wasser rein. Lassen wir den Jungs auch was übrig. Shaky, shaky. Ashwagandha und Maca-Pulver schmecken sehr natürlich. Sehr, sehr natürlich. Vor allem jetzt, wo man in der Natur ist. Dann spürst du irgendwie so mehr, was es bringt. Ashwagandha, so sagt man es,
dass das Testosteronspiegel höher macht. Das heißt, du bist halt widerstandsfähiger. Du genießt auf einmal so einen Scheiß, ne? Und deine Gefühle werden auch ein bisschen unterdrückt. Diese Feingefühle, weiß nicht warum. Maka soll auch Testosteron hochmachen. Ich habe es probiert. Es bringt was und ich nehme es seitdem sehr oft. Empfehle ich keine Kapseln. Nicht keine Kapseln, auf keinen Fall Kapseln. Wenn du mit dem Geschmack nicht klarkommst, komm mit dem Geschmack klar. Oder schmeißt wirklich 10 Kapseln ein, weißt du? Wenn du dir 10 Kapseln einschmeißt, dann bringt es erst was. Du brauchst echt viel. Ihr habt ja gesehen, wie viel ich reingemacht habe. Normalerweise nehmen Leute nur so eine Kapsel oder so. Das reicht nicht. Ihr müsst schon einen Esslöffel oder so nehmen. Dann funktioniert's. Prost. Ja, einfach filtern, so. Ich hab doch Wasserfilter. Je crois que moi plus cher, moi je suis un 2VF. Ich habe auch vorgehabt, dass wir die kleine Pfanne nochmal extra nehmen. Mit Olivenöl dabei ist komplett angefroren. Wisst ihr was? Ja, aber. Oh, guck mal, wie das raushält. Ja, Mann, wie Geld ist. Mach mal alle rein, oder? Die Wraps haben wir ja auch noch. Das sind geile Wraps mit Sujuk und Ei. Traditionell, wie es sich gehört. Wraps und Sujuk. Ich habe keinen Fingernagel. Oh, da ist, warte, da ist ein Stück. Ja, da ist ein Stück rein. Ich habe letztens meinen Fingernagel eingeklemmt. Der sieht aus wie eine Leiche. Ich krieg die Eier nicht gescheit gebrochen. Ja, geht ja auf jeden Fall noch ein bisschen. Auf jeden Fall funktioniert es noch. Egal, wie geil hast du die Eier so gestapelt. Kommt ein hartes Das war raus. der Ei da, was du gestern essen wolltest. Auf jeden Fall heißen. Guck mal den noch. Geil, Digga. Also jetzt musst du wieder Vollgas geben. Oder? Von mir aus? Von mir aus? Boah. Boah. Ein hier aber zu. Essenstechnisch sind wir richtig gut ausgestattet. Haha, Mann. Richtig gut. Wie willst du? Hier tut man Wasser reinfüllen. Da muss man, wenn das Wasser reingefüllt ist, den da hier reinpressen. Und dann hat man das gefilterte Wasser und kann direkt drauf. Quasi, dass das Wasser dann, mach mal wieder hoch, das Wasser ist ja dann da drin und wenn ihr das dann da rein tut, das presst durch den Filter das gefilterte Wasser dann hier hin und dann könnt ihr es von hier aus trinken. Genau. Und wir trinken jetzt aus dieser Pfütze Der sozusagen. kann maximal 500 Milliliter. Aber es gibt glaube auch 750 Milliliter Version. Kann man das ja so trinken, oder? Heftig.
Ja, Mann. Heftig, ne? Ja, Mann. Schon geil. So Freunde, der Tag neigt sich dem Ende zu und wir gehen jetzt. Die haben alles aufgeräumt, alles ist fertig. Wie gesagt, wir müssen alles so hinterlassen, wie wir gekommen sind. Und ich zeige euch mal jetzt so ein Beispiel. Am Anfang habe ich ja gesagt, das ganze Holz halt immer dahin, wo das eigentlich ist, sein soll, nicht irgendwie verteilt. Man kann wirklich auch den Wald wirklich auch aufräumen. Man denkt, okay, ja, das Stück Holz gehört ja hierhin, ist ja Wald. Eigentlich nicht ganz so. Hier laufen ja Menschen, hier ist ja so der Chillplatz. Wenn man so einen schönen Chillplatz hat, dann muss man es auch so lassen, wie es ist. Und genau, wir haben halt alles schön weggeräumt, alles in der Mülltüte, das ist sehr, sehr wichtig. Damit wir halt nächstes Mal oder die Nächsten hier auch hier Spaß haben können. Damn. Oh shit. Ja, nicht mich. Ich dachte, vielleicht kriege ich einen von euch, wie einer fällt, aber... Das habe ich gesehen, Bro. Das ist die legendäre Bank, in dem alle ihre Pausen machen. So, wer will jetzt mit aufs Wasserfall? Nein? Nein, du auch nicht? Digga, heftig. Warte, nimm meine ganze Tasche. Nimm nicht nur mein Wasser. Gott, ey. Ja, Mann. Ich habe den Leuten das versprochen. Ich hab's ja gesehen, aber... Ja, Mann. So, wir gehen jetzt noch mal kurz zum Wasserfall. So, jetzt gehen wir zum Wasserfall, das ich euch versprochen habe, weil das ist ja die Hauptattraktion hier. Die Hauptattraktion hier in Buchenegger ist das Wasserfall hier. Es gibt sogar 2 Stück. Mal gucken, wie weit ich gehen werde jetzt. Im Sommer ist das auf jeden Fall empfehlenswerter,
Wir waren jetzt hier im Sommer, im Winter waren wir jetzt auch. In Regen war das zum ersten Mal so. So. Hier sind auf jeden Fall auch Menschen immer wieder. Wow. Guckt euch das mal an. Mächtig. Wow. Also das Geräusch, ich weiß nicht, wie viel da rüberkommt. Oh nein, ich habe keinen Akku mehr. Damn. Also Leute, das Akku ist jetzt gerade ein bisschen leer. Das benutze ich noch am Ende für das Wasserfall. Aber der Weg ist halt auch sehr spannend, von daher filme ich den Weg noch mit dem Handy ein bisschen. Es ging halt auf jeden Fall sehr lange so los hier. Ne? Man muss halt von hier hoch, da oben kommen. Da waren auch einige Leute, die haben ein bisschen Hilfe gebraucht. Ist auch ziemlich gefährlich, wenn man hier mal stürzt. Aber ich versuche euch jetzt mal mit... Die Jungs sind nicht mitgekommen, aber ich zeige euch das jetzt ganz kurz nochmal. Die Wasserfälle, guck mal, das wird hier auch spannend. Aha. Leute, hier sind wir. Das ist der geile Spot. Ja, gucken wir mal, wie wir hier runterkommen. So, gebt euch das mal. Gebt euch das mal, wie geil das Ganze ist. Ready? Und go! Geil, oder? Geil, oder? Hat sich der Anblick nicht gelohnt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verdammt! Es ist einfach viel zu geil! Man muss halt richtig aufpassen hier. Okay, ich bringe euch noch mal kurz näher und dann bin ich auch wieder zurück. Also, Alter, Hammer, oder? Seid mir ehrlich, Hammer, oder? Verdammte Scheiße! Wow, herrlich, Leute. Das ist einfach viel zu krass. Das ist einfach viel zu krass. Versuchen wir hier mal ein bisschen rumzulaufen. Ja. Wenn man hier stürzt, okay. Man redet hier immer. Ich war ja hier schon ein paar Mal und es gibt Leute, die hier aus Slackline und so machen. Die spannen hier von hier zum Rüber, zu der anderen Baum, spannen die Seile und dann machen die so Slackline, wo die so rumhüpfen können. Und ein paar von denen haben mir erzählt, dass hier ein Flüchtling reingesprungen ist zum Wasserfall und der konnte dann nicht mehr rauskommen. Und sein Flüchtlingshelfer ist mit reingesprungen und der konnte dann auch nicht mehr rauskommen. Also sind beide gestorben. So erzählt man sich das hier. Keine Ahnung, wie wahr das ist, aber ja. Vielleicht hört ihr, wie stark sich das Wasser anhört. Das ist sehr mächtig, sehr mächtig. Und ist sehr viel Wirbel hier. Manche gehen hier kurz rein, manche sehen den Wirbel, dann gehen die wieder raus. Die probieren nur ihr Fuß rein, dann gehen die wieder raus. Es ist auf jeden Fall hier ein sehr starker Bass zu hören. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber ein mächtiges Bass, wie viel Liter hier Wasser runterfließt. Genau. Genug gesehen. Ich bin hier fast am Arsch. Jetzt gehen wir wieder, weil die Jungs warten auch. Gar keinen Bock jetzt zu sterben hier. Oh. Leute, was meint ihr? Können wir da runterspringen, oder? Und weiter geht's. Weiter geht's durch den Dschungel, Steindschungel. So, und jetzt geht man den ganzen Weg wieder hoch, Leute, ne? Also. Dann würde ich mich mal jetzt verabschieden, Leute.
Job wurde getan. Und bis bald dann, ne?